Sennebogen, das ist mittlerweile geworden für mich in der Abteilung eine Art Familie. Wenn man jetzt mal vor so einem 875 gestanden ist mit Portalaufbau, das sind halt echt riesige Maschinen, die halt richtig Eindruck machen. Es ist ein ziemlich cooler Arbeitgeber, weil man kann im Bagger drin sitzen und man kann aber auch die ganzen Software-Themen abarbeiten. Weil es tolle Leute sind drin, weil es ein toller Arbeitgeber ist, weil es ein toller Chef ist. Für mich ist es ein sehr innovatives Familienunternehmen. Man kommt dann mit den Geschäftsführern zusammen und man kommt einfach voran in der Arbeit dann auch. In der Entwicklung ist es so vielfältig, wie man es eigentlich nur wünschen kann. Wir haben da ein ideales Umfeld, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich freue mich tatsächlich immer noch jeden Tag und das ist einfach das Schöne da herin. Das ist mein Leben da. Begonnen hat alles 1952. Mein Vater war damals gerade 21 Jahre. Der Vater hat normale Lehre gemacht als Landmaschinenmechaniker in Straubing. Aber die Landwirtschaft an sich hat ihn wenig interessiert. Es war immer die Technik hinter der Landwirtschaft. Daraus sind so seine Gedanken entstanden, einfach die Mechanisierung der Landwirtschaft, den Menschen das Leben leichter zu machen. Und so hat er dann auch begonnen mit Mistlader. Und später ist aus den Landwirtschaftsmaschinen die Baumaschine geworden, weil man mit einem Bagger für Mist auch wunderbar einen Bagger für Kies bauen kann. Ich hatte das Glück, dass unser Haus direkt neben dem Betrieb war. Und so war mein Spielplatz nicht nur im Garten, sondern eben auch immer im Betrieb. Wir haben wirklich alles gefahren, also vom Stapler, das war das erste, bis zum großen Raupenbagger war nichts vor uns sicher. Jeder von uns hat im Ersatzteillager angefangen und hat dort einen Dackel gepackt und Ersatzteile rausgeschickt. Wir sind mit diesen Teilen groß geworden als Kinder. Am Straubinger Volksfest hat es eigentlich begonnen. Da waren so richtig die Kundenkontakte den ganzen Tag. Ich glaube, mit 16 habe ich meinen ersten Bagger verkauft. Familienunternehmer zu sein, ist der schönste Job im Leben. Wir sind ja die zweite Generation und unsere Kinder erfreulicherweise sind schon im Unternehmen oder wollen noch im Unternehmen. Wir denken langfristiger, wir denken in Generationen. Die Themen werden absolut vorgelebt und wir versuchen da, dass wir auch nach unseren Stärken einfach, die wir dazu bringen können, dass wir uns da eigentlich gut ergänzen. Es ist einfach ein stabiles, krisensicheres Unternehmen und das ist für mich auch ziemlich wichtig. Das ist nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen und das spürt man auch. Man hilft sich gegenseitig. Ich habe noch nie gehört, dass ich zu irgendjemandem hingegangen bin und sage, kannst du mir schnell helfen? Und er hat gesagt, nein. Mit tollen Kollegen macht es richtig Spaß. Super familiär, Teamwork steht irgendwie an der ersten Stelle. Von den älteren Kollegen kann man immer wieder viel lernen, bekommt man viele Sachen gezeigt, also das funktioniert echt super. Ich denke, dass die Firma die Mitarbeiter nicht als austauschbare Person oder Nummer sehen. Ich finde auch, wenn Sennebogen mittlerweile doch schon eine sehr hohe Mitarbeiterzahl hat, man wird trotzdem wertgeschätzt und wahrgenommen. Viele Eigenschaften, viele verschiedene Charaktere, aber im Großen und Ganzen passt es dann. Grundsätzlich glaube ich, dass ein Familienunternehmen, das 71-Jähriges feiert, gut dasteht, in Technologie, in Verantwortung in der Region. Ich glaube, dass jeder von uns gute Ideen hat, wie er in die Zukunft gehen möchte. Und jeder bringt ja gewisse Voraussetzungen und gewisse Stärken auch mit. Und die versuchen wir natürlich so gut wie möglich ins Unternehmen einzubringen. Das ist einfach das Wichtige, am Zahn der Zeit zu bleiben. Und uns macht es total viel Spaß, gerade das Thema Nachhaltigkeit, gerade das Thema Technologie. Also erst einmal muss der Gesellschaft und die Geschäftsführung natürlich hinter Nachhaltigkeit stehen. Das ist die Grundvoraussetzung und Sennebogen als familiengeführtes Unternehmen ist ein Unternehmen, was dieses Ziel auch strikt verfolgt. Wir investieren relativ viel, sodass wir halt da auch für die nächsten Generationen im Endeffekt vorbereiten. Früher war Verbrennungsmotor vielleicht nur Elektromotor. Jetzt hast du Akkutechnik, du hast Wasserstoffverbrenner, Brennstoffzelle und du musst dann wirklich, wenn du die ganze Welt bedienen willst, viele Lösungen in der Schublade haben. Elektromaschinen liefern wir seit 30 Jahren, aber die Möglichkeiten, die man mittlerweile hat, mit mehreren verschiedenen Antrieben zu arbeiten, erschließt uns ganz neue Chancen, um nochmal richtig Wirkungsgrad auf Maschinenebene zu erhöhen. Grundsätzlich gehen wir natürlich sehr stark in digitale Themen rein. Unser Centrex-System ist eine Inhouse-Entwicklung und stellen es am Kundendienst zur Verfügung, dass er ideal die Anforderungen umgehen kann. Der Service ist tatsächlich immer noch eine analoge Angelegenheit. Ganz selten kann man irgendein Problem rein digital fixen, aber die wesentliche Herausforderung ist noch immer, den analogen Service digital so zu befähigen, dass er draußen eine Maschine wirklich reparieren kann. Der Grundanspruch ist immer da, eine effiziente, leistungsfähige Maschine zu entwickeln. Heute braucht man dafür viel mehr Technik,
Der Anspruch sowohl unserer Ingenieure und Techniker, wie aber auch der unserer Servicemechaniker weltweit, unserer Händler, ist heute enorm. Und wenn man heute noch durch die Lande fährt und SM15 aus den Ende 80er, Anfang 90er Jahren sieht, dann schlägt einem das Herz schon höher. Ja klar, immer wenn man mal in Urlaub ist, auf einen Hafen irgendwo hinkommt und man sieht die grünen Maschinen, denkt man, hey, da haben wir auch mitgewirkt. Und das erfüllt dann schon mit Stolz. Wenn das ist ja sein Baby, wenn das einmal wächst und gedeiht und irgendwann lernt, eigenständig zu gehen. Wenn man die Maschine anschaut und man weiß, die fährt jetzt nur, weil man selber dafür gearbeitet hat. Wenn ich draußen in der Produktion die fertige Maschine sehe, dann macht das einen schon stolz. Wenn man eine Maschine sieht, die man eingestellt hat und dann auf Instagram wird die postet, das ist schon cool, ja. Jetzt hat Julian seine Wohnung reingesehen. Und wenn dann jemand sagt, der war aber jetzt nicht gerät, dann sage ich mir, können wir alle fahren.